Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Prozesse modellieren, analysieren, optimieren, das kennen viele Unternehmen. Aber was passiert, wenn Prozesse nicht nur verstanden werden, sondern eigenständig ausgeführt werden können? In dieser Folge von Reinvented wollen wir sprechen über Agentic AI, also KI-Agenten, die nicht nur Vorschläge machen, sondern auch noch dazu ganz aktiv direkt handeln, also Entscheidungen vorbereiten oder Prozesse aktiv unterstützen. Ich bin Susan Sari und mache das glücklicherweise nicht alleine, sondern mit zwei Expertinnen und Experten, mit Joseph Blondeau. Sie ist Vice President bei SAP, leitet also das SAP Signavio Produktmarketing und ist damit oft eine Brücke zwischen dem Produkt und den Märkten. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns auf dich und mit dabei auch Dr. Andreas Konz bei Share IDS, Head of Process and Management Consulting in AI and Partnerships. Ich freue mich, dass wir miteinander nochmal sprechen können, Andreas. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Hallo Susan, hallo Joseph. Schön, dass wir zusammen sind. Die Share IDS setzt ja Signavio auch ein, deswegen haben wir auch da nochmal eine Schnittstelle. Aber unsere große Frage heute ist ja, wie verändern KI-Agenten Geschäftsprozesse wirklich und wie bringen Agentic AI und zum Beispiel SAP Signavio Lösungen, die Prozesse vom Modell in ja, so eine Ausführung bringen. Deswegen, ja, Joseph, vielleicht kurz nochmal, um ein bisschen anzukommen. Vielleicht kannst du uns nochmal einmal äh, ganz simpel erklären, was du in deinem Alltag genau machst mit Signavio. Oh, das ist eine schöne Frage, danke. Also, wie gesagt, ich leite das Produktmarketing für SAP Signavio. Was bedeutet, ein bisschen wie du es schon gesagt hast, wir sind eine Brücke zwischen der Produktentwicklung und die Märkte. Wenn ich Märkte sage, dann meine ich aber auch Kunden, Partner et cetera, also alle Teilnehmer des Markts. Und letztendlich ist, vielleicht um das auf das Thema zurückzukommen, KI-Agenten wäre ein gutes Beispiel von meiner Arbeit. Also zum Beispiel gibt es in der Entwicklung, im Produktmanagement, im Product and Engineering, wie wir das nennen, viele Gedanken rund um das Thema KI-Agenten. Welche KI-Agenten können wir entwickeln? Welche machen Sinn? Was brauchen unsere Partner? Was brauchen unsere Kunden? Ähm, Da wird natürlich viel diskutiert und entwickelt. Und wir sind im Prinzip an dem Moment die Brücke zwischen diese Gedanken und die Gedanken der Partner und der Kunden und auch stellen sicher, dass wir das auch entsprechend kommunizieren, erklären. Auch das Podcast heute gehört dazu. Was machen wir mit KI-Agenten? Warum brauchen wir das? Warum ist es für Geschäftsprozessmanagement relevant? Und dann entsprechend das Ganze ausrollen, wie man im Produktmarketing sagt. Also dazwischen. Jetzt sind wir schon mittendrin und Andreas, ich nutze das direkt mal aus, um den Ball zu dir zu werfen. Vielleicht müssen wir erst mal noch mal ganz kurz diese Begrifflichkeiten erklären. Ich habe das jetzt ja gerade so als Laie versucht, KI-Agenten, Agentic AI. Ist das überhaupt das Gleiche? Es gibt schon so feine Unterschiede und ich glaube, das muss man auch ein bisschen mal auseinanderdividieren, weil auf der einen Seite das Thema künstliche Intelligenz uns ja total überrollt hat in den letzten Jahren, seitdem da tatsächlich ChatGPT auf der Bildschirmoberfläche von vielen Benutzern aufgetaucht ist und viele so fasziniert waren von den Möglichkeiten, die ChatGPT bietet. Und es war eigentlich der erste Punkt, wo ganz viele überhaupt mal mit der künstlichen Intelligenz überhaupt einen Berührungspunkt hatten. Vorher war das ja so eine geheimnisvolle Magie, geheimnisvolle Technologie, die irgendwelche Informatiker in irgendwelchen geheimen Laboren gebastelt haben. Und plötzlich war das anfassbar. Plötzlich hieß es, künstliche Intelligenz, ich verstehe, was das ist, weil ich habe da so eine Oberfläche, ich kann mit der sprechen und die antwortet in natürlicher Sprache. Das ist das, was diese Sprachmodelle tun. Und das war ganz faszinierend für viele, weil die das noch nie vorher erlebt haben. Die kannten Computerprogramme, die man irgendwie bedienen muss mit der Maus. Da muss man irgendwo hinklicken und dann macht das Softwareprogramm irgendwas. Und hier hatte ich jetzt plötzlich wie ein Gesprächspartner. Plötzlich hatte ich eine Software, mit der ich sprechen kann und die mir geantwortet hat, als wäre es mein Kollege gegenüber und die erstaunlicherweise auch viel über die Welt wusste. Also die mir auch tatsächlich etwas sagen kann, tatsächlich manchmal über mich selber, über irgendwelche fachlichen Themen, aber man konnte der ja auch sagen, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte. Also da waren ganz viele Leute völlig baff und haben gesagt, ey, das ist jetzt mal was Neues, das hatten wir vorher noch gar nicht. Ähm, Nun
hat man, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sind das ja tatsächlich Softwaresysteme, die Sprache erzeugen. Ne? Man hat so eine Eingabe und dann erzeugt das entsprechend eine Ausgabe, die man dann lesen kann, die man später auch hören konnte, weil es dann Programme gibt, das liest mir so einen Text vor. Aber im Prinzip ist es eine Spracherzeugung aufgrund von statistischen Methoden, aber in einer ganz faszinierenden Art und Weise. Und das ist erstmal eine sehr interessante Art und Weise, mit Sprache umzugehen, mit Wissen umzugehen und auch mit dem Benutzer eines Rechners überhaupt mal zu kommunizieren. Nur tatsächlich, so ein Sprachmodell, überhaupt diese künstliche Intelligenz, die macht erstmal gar nichts. Ne? Die erzeugt mir nur Sprache. Das ist faszinierend genug, aber erstmal gibt es gar keine Interaktivität. Erstmal gibt es gar keine, also Interaktivität schon mit dem Benutzer, aber es gibt keine Interaktivität mit der realen Welt oder mit anderen Softwareprogrammen. Und was man dann so in der Folge tatsächlich gemacht hat, ist, dass man sich angeschaut hat, wie kann ich denn so ein bisschen Action in die Sache reinbringen. Und das hat man wie folgt gemacht. Wenn man so ein Sprachmodell fragt, dann gibt es ja nicht nur Wissenpreis, sondern das kann ja teilweise mir auch einen Plan machen für irgendwas. Also ich mache mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ein Mittagsmeeting planen will mit der Joseph, ich möchte mit der essen gehen, dann muss ich mir ja auch einen Plan machen. Da muss ich ja sagen, wann habe ich Zeit, wann hat die Joseph Zeit, was findet die überhaupt gut, findet die Sushi gut oder gehe ich mit der irgendwie lieber in die Kantine oder wie auch immer, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich muss mir einen Plan machen, auch in eine zeitliche Reihenfolge bringen und diese Dinge abarbeiten. Das ist so ungefähr, als würde ich als hätte ich einen Assistenten, einen sehr billigen Assistenten, der sagt, mit der Joseph einen Termin ausmachen. Okay, ich leg los, ich mach mal, ne? Und das kann im Prinzip das Sprachmodell auch. Das kann mir so einen Plan machen und sagt dann, mach erst A, B, C, D, E, F, G. Und danach haben wir dann ein Meeting quasi oder haben wir dann ein Lunch ausgemacht. Und die Idee war jetzt zu sagen, wenn denn in dem Text der Plan drinsteht, dann könnte es ja ein Softwareprogramm geben, das diese Planung nimmt und dann diese einzelnen Schritte ausführt. Also das schaut dann in meinem Outlook-Kalender nach, das schaut in Josephs Outlook-Kalender nach, das stellt vielleicht auch Rückfragen über den Rechner. Also sagt zum Beispiel, Andreas, wie ist denn das eigentlich, die Joseph? Ist die vielleicht Vegetarierin? Vielleicht sollte man dann lieber so ein vegetarisches Restaurant aussuchen. Also auch solche Rückfragen, das ist alles Teil des Plans und das Softwareprogramm, das sich diesen Plan anschaut und dann ausführen kann, das ist eigentlich der Agent. Also dieser KI-Agent, das sind eigentlich aus zwei Teilen besteht er. Der hat so eine Art, der hat das Sprachmodell so als Brain, so als Planer und das Agentische ist halt, dass wirklich Dinge ausgeführt werden, interagieren und das Faszinierende ist, dass der so ein bisschen in Runden arbeiten kann. Das heißt, er kann seinen Plan auch anpassen, ähnlich wie so ein Assistent, weil der sagt ja auch, ich habe einen super Griechen ausgesucht und dann fragt er mich und sagt dann, Vegetarierin, also nee, eigentlich nicht, müssen wir was anderes aussuchen. Dann Also macht er einen neuen Plan und das ist eine ganz schöne neue Erfahrung, die man mit Softwaresystemen vorher so nicht hatte. Also ganz einfach ist es eben nicht nur das Sprachmodell wie bei der KI, sondern die Agentic AI handelt dann auch schon direkt. Also nicht nur das Verstehen, sondern auch direkt das Umsetzen. Das klingt natürlich erstmal großartig. Joseph, jetzt vielleicht mal nochmal in die Praxis nochmal kurz rüber geblickt aus deiner Perspektive. Wie verändern denn solche KI-Agenten dann ganz konkret Geschäftsprozesse? Weil SAP Signavio nützt ja beispielsweise Lösungen, bei denen ja auch diese KI-Agenten involviert sind. Ja, genau, das ist echt eine gute Frage und das verändert Geschäftsprozesse maßgeblich und eigentlich zweierlei, kann man sagen. Also, das verändert das Thema Geschäftsprozessmanagement, indem es im Prinzip, ein Tool für die Geschäftsprozessmodellierung, für Prozessmining geworden ist, ne? Also, mit KI kann man im Prinzip Agenten einsetzen, um, bestimmte Aktivitäten bei der Modellierung, bei diesem, wie wir es immer sagen, bei der As-Is-Aufnahme, also, wie sind die Geschäftsprozesse jetzt? Wie wollen wir unsere Geschäftsprozesse in Zukunft gestalten? Wie wollen wir Geschäftsprozesse analysieren? Was müssen wir wissen et cetera? Und dabei spielen mittlerweile KI-Agenten auch in SAP Signavio eine extrem große Rolle, jetzt schon, ne? Sprich, es gibt einen Agent, der hilft zum Beispiel mit Text einfach einen Prozess zu erstellen. Also, ich tippe was oder ich mache 'n, Copy-Paste von einem Dokument und daraus kann ich schon mal einen Prozess erstellen. Das ist schon basierend auf KI. Auch ein KI-Agent kann mir helfen, ein Dashboard zu verstehen oder Process Mining zu verstehen. Was sind die Gründe von einem bestimmteren Problem in einem besonderen Geschäftsprozess? Also, das spielt alles eine Rolle. Wie gesagt,
bei der tatsächliche Geschäftsprozessmanagement-Aufgabe, die wir ja im Prinzip jetzt heute, Andreas und ich ja repräsentieren. Das ist die eine Seite. Da gibt es ja noch ganz viele, kommen wir später darauf zurück. Die andere Seite, wie Agenten, wie KI im Prinzip Geschäftsprozessmanagement verändert, kommt zurück auf dein Beispiel gleich, Andreas, ist im Prinzip, es macht ja die Ausführung von dem Geschäftsprozess. Das heißt, ich nutze nicht nur KI bei der Erstellung von meinem Geschäftsprozess, bei den Gedanken, die ich mir für die Zukunft mache, sondern ich sage einem KI-Agenten, was er eigentlich zu tun hat, in welchem Prozess, warum er das auch tut. Und um auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, der Agent im Prinzip, ja, setzt um im Prinzip, setzt um, was wir ihm sagen. Das heißt, wir sagen ihm, das Thema Lunch ist ja natürlich ein gutes Beispiel, aber wir können das auf einen richtigen Geschäftsprozess dann übertragen. Ich habe einen Kreditantrag. So, was muss ich machen? Ne? Und ich habe einen Agent, der sich um diese Kreditantrag, Freigabe und Bedingungen vielleicht kümmert. Und diesem Agent muss ich ganz viele Informationen mitgeben, damit er auch richtig das tut, wie ein richtiger Mitarbeiter, potenziell auch besser irgendwann, ne, je nachdem oder nicht besser. Aber er muss wissen, okay, was ist die Kredithöhe, was sind die Kreditbedingungen, in welchem Land ist die Person, was ist die das Wort fällt mir nicht ein, also Kreditwürdigkeit. Dankeschön, die Kreditwürdigkeit des Klienten et cetera. Und das muss er alles mit in Betracht nehmen, damit er seinen Job auch an der Stelle richtig machen kann. Noch ein letztes Wort dazu und dann lasse ich dich bestimmt da drüber springen, Andreas, bin mir recht sicher. Ähm, und dafür kann man ja normale Modellierungsmethoden natürlich nutzen, aber es gibt auch neue Konzepte rund um die Modellierung, rund um die Vorgabe von diesen Informationen für die KI-Agenten, ne? Das nennen wir bei Signavio Process Atoms. Und das ist im Prinzip ein neuer Weg, einem KI-Agenten zu sagen, okay, das und das musst du betrachten, das sind die Limits, das sind die Zeiträume, die du betrachten musst. Es gibt bestimmte Risiken, die musst du auch in Betracht nehmen. Und bis zu dem und dem Datum muss das und das gemacht werden. Aber Andreas, jetzt frage ich mich, Joseph, danke, das war ein guter Einblick, frage ich mich natürlich, als Laie, warum kommt denn das Thema jetzt gerade so auf? Gibt es da also, wo sind denn die Grenzen? An welchem Punkt sind wir denn gerade überhaupt? Was können wir denn überhaupt schon machen? Ja, es geht schon relativ viel und die Joseph hat es eben auch schon ganz gut dargestellt. Also der neue Punkt ist diese Flexibilität. Es gibt jetzt viele, die schon sagen, naja, Prozessautomatisierung aufgrund von Regeln hatten wir schon vorher. Das ist auch richtig. Man hat sich immer dann schwer getan, wenn es entweder sehr viele Regeln gibt, die es gleichzeitig zu beachten gilt, oder wenn man sehr flexibel darauf reagieren muss. Das war so eine typische Domäne und gesagt hat, da braucht man dann den Menschen, weil diese Flexibilität bekommen irgendwie die Softwareprogramme einfach nicht hin. Und ich glaube, da gibt es mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz gibt es mehr Flexibilität, neue Möglichkeiten, dort etwas zu tun. Aber ganz klar, es ist eine Technologie, es ist Software, es gibt natürlich auch Grenzen. Man darf das nicht zu weit sehen. Also dieser Agent, der kann einzelne Aufgaben oder tatsächlich relativ große Teile eines Prozesses schon ausführen, aber der braucht Grenzen. Warum? Weil wir ihm vielleicht auch nicht genug Regeln gegeben haben und weil der sich schon manchmal auch verläuft, muss man ganz klar sagen. Also es braucht ein gutes Regelwerk. Da wird man auch immer den Menschen brauchen, nämlich so etwas zu formulieren. Das heißt, das Prozesswissen, das wird immer noch beim Menschen bleiben. Und man muss auch klar sagen, die Business-Relevanz oder das, was das Geschäft ausmacht oder das auch, was das Unternehmen ausmacht, das ist der Mensch, der das auch in Regeln definiert, in den Vorgaben für den Agenten und der Agent führt das dann tatsächlich aus. Also insofern sind Agenten schon auch immer noch Ausführende einer Unternehmensorganisation, die bestimmte Regeln hat, die den Regeln folgt und die auch gewisse Businessziele hat. Ähm, Insofern ja, Automatisierungstechnologie, aber mit einer neuen Art und Weise mit Daten umzugehen und auch, ich möchte mal sagen, Entscheidungen zu treffen, aber diese Entscheidungen sind auch immer etwas, die wir weiter als Menschen kontrollieren müssen oder mit dem, und das sind die Dinge, die wir uns jetzt als SAP und auch als Share fragen, wie können wir solche Systeme managen, weil wir reden ja jetzt nicht nur über einen Agenten, zwei, sondern vielleicht habe ich plötzlich 50 da bei mir werkeln, möchte ich mal sagen. Und die muss ich managen, also was tun die denn gerade? Und die muss ich auch in irgendeiner Art und Weise überwachen, ob die denn tatsächlich das tun, weil
Natürlich sind das Softwaresysteme, natürlich machen die Fehler, vielleicht sind die auch nicht richtig konfiguriert, muss man sagen. Vielleicht sind meine Regeln nicht vollständig, das mag ja sein. Und ich will natürlich verhindern, dass der jetzt einen Kredit vergibt, der jetzt irgendwie viel zu groß ist an jemand, der aus irgendwelchen Gründen kreditwürdig erscheint, weil die Regeln so sind. Aber jeder mit dem normalen Menschenverstand würde sagen, nee, Moment mal, an der Stelle muss ich mal nochmal nachhaken. Das wäre jetzt auch tatsächlich so ein bisschen meine Frage, die ich an Joseph gerne weitergeben würde. Wie gut passt denn Agentic AI, wie es jetzt ist, überhaupt schon zu der klassischen Prozesswelt, die jetzt bisher so, bestand, also mit der Steuerung beispielsweise? Wie passt das überhaupt da dazu realistisch? Genau, perfekte Brücke. Ich war gerade dabei einzuspringen, das passt. Das passt dazu in dem Sinne, dass zum Beispiel am Mining haben wir ja schon seit lange, also Geschäftsprozessmanagement, ein Teil von unserem Fach ist ja auch Prozessmining. Und tatsächlich ist das Thema Agentenmining jetzt auch ein richtig großes Thema. Sprich, um darauf zurückzukommen, was Andreas sagte, ich muss ja prüfen, dass der Agent sich so benimmt, wie ich das auch will. Habe ich auch früher machen müssen für normale Systeme oder für Mitarbeiter, um zu gucken, gibt es bestimmte Prozessvariationen, die unsere Ziele nicht entsprechen? Gibt es bestimmte Prozessvariationen, die ein gewisses Risiko bergen und bestimmte Risiken dann im Prinzip brechen? Und das Gleiche kann man und tut man dann auch für KI-Agenten. Sprich, man schaut sich das Verhalten von diesen KI-Agenten über die Zeit und schaut, ob es Prozessvariationen gibt, ob er bestimmte Regeln ähm, verfolgt oder nicht verfolgt, beziehungsweise das hilft auch an dem Moment zu lernen, okay, ich sehe, dass dieses Agent, ein Beispiel, Andreas, der hat doch einen Kredit vergeben an eine Person, die noch nicht kreditwürdig ist. Das heißt, daraus kann ich als Unternehmen lernen und sagen, okay, wir brauchen hier neue Richtlinien, neue Guidelines für unsere Agenten, damit er weiß, okay, ich muss auch noch auf das und das achten, wenn ich bei dieser Kreditvergabe arbeite. Sprich, das ist eine neue Ebene im Prozessmanagement, aber das verändert im Prinzip das Fach nicht in dem Sinne, dass man Prozesse definiert, Prozesse umsetzt und im Prinzip auch Prozesse analysiert, meint, um zu gucken, dass alles richtig läuft und das Ganze kontinuierlich zu optimieren. Also an der Stelle ist es nur eine andere Ebene. Ja, das Wenn ich jetzt genau. Würde ich vielleicht ganz ganz gern unterstützen, so als positive Botschaft auch an alle Prozessmanager da draußen. Die Methoden bleiben eigentlich gleich. Man muss jetzt nicht irgendwie sagen, das, was wir die letzten 20 Jahre gelernt haben über Unternehmensabläufe, das werfen wir jetzt über Bord und das machen jetzt alles die Agenten. Nein, es ist eigentlich eher im Gegenteil. Sagen wir, diese klassische Methode des Prozessmanagements gewinnt eigentlich an Bedeutung, weil wir damit sehr gut mit dieser Technologie umgehen können und sie auch kontrollieren können. Und ich denke, das wird die Unternehmen weiterbringen, denn viele Unternehmen fragen sich ja, wie gehe ich mit diesem Thema KI um? Und wir vertreten nun die Meinung, dass gerade das Prozessmanagement der entscheidende Schlüssel ist, um diese Technologie wirklich, sagen wir, von einem reinen Assistenzsystem zu heben auf eine Technologie, die das Unternehmen weiterbringt und unterscheidet auch von anderen Unternehmen. Andreas, gibt es denn Aufgaben, bei denen du sagen würdest, da eignen sich die Agenten besonders gut und andere vielleicht auch nicht? Ja, das kann man durchaus sagen und da muss man auch schauen, an welchen Stellen kann ich denn Agenten einsetzen. Also über Agenten nachzudenken macht immer da Sinn, bei dem ich viele Varianten habe, bei dem ich Flexibilität brauche und bei dem ich reagieren muss auf das, was letztendlich innerhalb oder im Rahmen der Aktivitäten so passieren. Wenn ich nun einen Prozess habe, der, sagen wir, sehr wohl strukturiert ist und der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert oder der automatisierbar war, dann werde ich nicht unbedingt einen Agent einsetzen, weil das funktioniert schon. Also alles über Bord zu werfen, jetzt nur weil es Agenten gibt, macht jetzt an der Stelle auch keinen Sinn, gerade wenn es um Prozesse geht, die sehr strukturiert sind und die vielleicht auch nach außen strukturiert dargestellt werden können aufgrund von Regularien, aufgrund von Nachweispflichten. An dieser Stelle kann ich schon wohlstrukturierte Prozesse weiter verwenden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Der zweite Punkt ist in Richtung Daten. Man muss natürlich schauen,
welche Daten darf der Agent verwenden, worauf darf er zugreifen, wo wandern die Daten hin? Das ist im Moment ein Riesenthema, das wir auch ganz offen diskutieren müssen. Wer hat eigentlich Datenhoheit, wem gehören die Daten und auch welche Qualität haben Daten? Auch der KI-Agent wird auf einer sag mal, fragwürdigen Datenbasis natürlich auch fragwürdige Entscheidungen treffen. Wenn man aber ganz ehrlich ist, das war vorher auch schon so. Von daher macht es vielleicht so manche Dinge noch mal sichtbarer, die vorher eigentlich schon als zumindest Herausforderungen in Unternehmen sowieso schon sichtbar waren. Und das Zweite, wo eignet man sich auch nicht? Also man darf dem auch keine zu großen Aufgaben geben. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, kann man vielleicht mal schauen. Es gab der Versuch, mit einem KI-Agenten so einen Snackautomaten zu kontrollieren oder zu führen, also einen kleinen Laden, quasi wie so einen kleinen Mhm. Eimerladen. Das war so ein kleines, also so ein Automat, der stand, glaube ich, im Wall Street Journal. Und der sollte dieses Geschäft da führen. Und man muss sagen, der hat schon hier und dort ein paar Schwierigkeiten gehabt. Also wer mal so ein bisschen sich da mal eine lustige Story anschauen soll, das ist sehr nett gemacht. Wie gesagt, Wall Street Journal unter Claude zu schauen. Man hat viel gelernt. Manche haben auch gesagt, das zeigt, dass KI-Agenten eigentlich gar nicht das leisten, was sie versprechen. Ich sehe das ein bisschen anders. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wo Grenzen sind, und es zeigt einem ganz gut auf, wie man Agenten einsetzen kann und wo Limitationen sind, die jede Technologie hat und der man sich aber einfach als Unternehmenslenker gerade bewusst sein muss. Joseph, Andreas, wir sind jetzt quasi schon mittendrin und da könnten wir wahrscheinlich noch in alle Richtungen auch weiter überlegen, aber ich würde gern noch ein bisschen zur konkreten Umsetzung gehen aus der Perspektive eines Betriebs, also ja, zum Agenten hin. Joseph, wenn wir jetzt Unternehmen starten wollen, was heißt eigentlich das Starten, dieses KI-Agent designen? Also, was würdest du da mitgeben wollen? Da was ich da mitgeben will. Ganz viel, aber im Prinzip, ähm, da würde ich eigentlich sagen, back to the roots, back to basics und zu Thema Process Management und Unternehmensführung, Unternehmensorganisation. Also, KI ist im Prinzip jetzt nicht etwas, wo man sagt: „Ey, ich, setze alle mögliche KI-Agenten einfach so ein und denke mir, das wird gut“, ne? Dein Beispiel mit dem Shop ist auch ganz süß. Das heißt, eigentlich muss man sich Gedanken machen, also wirklich, das ist eine strategische Aufgabe, damit es auch zum Erfolg führt, ist: Wie laufen meine Geschäftsprozesse, ne? In welchen Prozessen macht es Sinn, dass ich bestimmte Agenten einsetze? Welche Prozesse eignen sich besonders? Wenn ich jetzt an die SAP-Welt denke, ist tatsächlich auch zu sagen: „Okay, ich habe bestimmte Einkaufs-Finanzprozesse. Gibt es vielleicht auch da Agenten, die mich direkt helfen können, bestimmte Bereiche in meinen Prozessen zu optimieren?“ Aber wirklich vom Prozess her zu starten, vom Need, von den Problemen oder von den, Automatisierbarkeit von bestimmten Prozessen ausgehen und nicht von dem Agent. Also, wir denken nicht, erst Agent, sondern man muss wirklich erstmal Prozess first denken und dann sich anschauen: „Okay, wo macht was Sinn? Was würde es uns bringen, in dem Einkaufsprozesse den und den Agent einzusetzen?“ Also, ähm das ist die Mindestvoraussetzung aus meiner Perspektive und das ist auch der einzige Weg, überhaupt einen Erfolg zu erreichen, ne? Das hatten wir vorhin mit den Geschäftszielen. Das muss das Ziel sein, ne? Also, wir haben eine Unternehmensstrategie, bestimmte Prozesse und dann schaut man, was können die KI-Agenten an der Stelle tun. Das heißt, es gibt also, eigentlich viele Unternehmen werden anbieten, KI-Agenten zu managen oder zu governen. Das so der ist schon da, der wird im Prinzip technisch betrachtet wie ein IT-System, ist ja schön und gut, aber das reicht nicht, um das Geschäftsprozess im Prinzip richtig umzusetzen und zum Erfolg zu führen. Man muss wirklich von den Steps ausgehen, was kann man wie nutzen und dann auch, das ist aber wieder Thema Geschäftsprozessmanagement, das kontinuierlich analysieren und optimieren. Also, das wäre wirklich, die beiden Richtungen für mich. Erstmal gucken vom Prozess aus, von der Strategie, von der Prozessseite aus und dann auch wirklich diese kontinuierliche Analyse und Optimierung wäre das Zweite, damit man überhaupt KI-Agenten erfolgreich umsetzen kann. Was wären das für Methoden aus dem Prozessmanagement, die dabei helfen könnten? Das wäre aber wiederum, dann sind wir bei der, Prozessanalyse. Na, wo stehen wir? Was möchte ich mit meinem Einkaufsprozess erreichen? Was sind meine verschiedenen Einkaufsprozesse? Was habe ich für Lieferanten et cetera? Also, Geschäftsprozessanalyse, Bestandsanalyse, Punkt eins, ne? Und dann in dem kontinuierlichen Geschäft dieses Thema Process Mining oder KI-Agenten Mining, um das Ganze kontinuierlich zu optimieren. Da kommen wir wieder zu unsere Basics, vom Geschäftsprozessmanagement.
Andreas, was würdest du für den richtigen Einstieg mitgeben, vielleicht auch, mit dem Stichwort Bildpfade? Ähm, Ich denke, dass man sich schon tatsächlich Dinge anschauen kann, die es schon gibt, um so ein paar, erste, sagen wir, Ideen zu bekommen. Ich bin aber kein Freund davon, jetzt einfach mal Ideen zu sammeln und dann auf den Tisch zu legen und dann sagen: „Ich nehme mal A, B, C“, sondern zu schauen, was beschäftigt mich als Unternehmen im Moment? Ist es zum Beispiel, dass ich neuen Regularien gegenüberstehe? Ist das ein Punkt? Oder ist es vielleicht ein Punkt, dass ich mit sehr heterogenen Daten zurzeit umgehen muss? Also ein Beispiel wäre, ich bekomme Rechnungen, aber die bekomme ich als E-Mail, als Fax, über irgendwelche Standards und noch irgendwie 3 andere Möglichkeiten, die da in mein Unternehmen reinfluten. Also zu schauen, wo an welcher Stelle habe ich denn im Moment durchaus Überlegungen, besser zu werden? Wo möchte ich denn tatsächlich meine Vorteile vielleicht auch als Unternehmen in dem Markt ausbauen, in Form einer ganz strategischen Analyse. Und im nächsten Schritt werde ich dann schauen, sind dann Agenten in der Lage, mir da zu helfen. Und dann ist es so ein bisschen die klassische IT-Build-or-Buy-Entscheidung, dass ich nämlich anschaue, es gibt so Kataloge, da kann man halt schauen, na ja, was gibt's denn so für Agenten, die mir dann an der Stelle helfen? Oder bin ich an ein paar Stellen, durchaus auch in einer Situation, bei dem ich mir einen Partner suche, der mir dort Lösungen baut oder, tatsächlich auch selber Know-how aufbaue, um, gewisse Dinge dort, auch wirklich zu implementieren. Also gerade wenn es darum geht, dass ich Unternehmenswissen in irgendeiner Art und Weise schon im Unternehmen auch halten will und nicht irgendwie einer Cloud anvertrauen will, die jetzt sonst wo liegt, nach GDPR sowieso nicht erlaubt, dann würde ich schauen, brauche ich auch selber Wissen, um das in irgendeiner Art und Weise zu realisieren. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Bilder erkennen will, also Bilder vielleicht meiner Produkte erkennen will, dann sind vielleicht auch spezifische Eigenschaften meiner Produkte auch wichtig und diese spezifischen Eigenschaften, die möchte ich natürlich als Unternehmenswissen auch bei mir im Unternehmen halten. Und das sind so typische Beispiele, bei denen ich sage, das ist etwas, das ich zwar mit KI verarbeite, aber eigentlich unter meiner Kontrolle und nicht unter der Kontrolle von anderen. Und wenn wir beim Einstieg bleiben, Andreas, vielleicht auch das noch als Stichwort, rübergeworfen, welche Rolle spielen dann KPIs, Kennzahlen dabei? KPIs sind deswegen wichtig, weil es sind so die Leitplanken, die ich mir selber gebe. Also die Kennzahl als solches, aber natürlich auch der entsprechende Wert dieser Kennzahl. Also eine typische Kennzahl wäre ja, ich will, wenn ein Kundenauftrag reinkommt, den innerhalb von einem Tag irgendwie bearbeiten können oder zumindest eine erste Indikation geben können. Und wenn das mein Benchmark ist, dann ist das natürlich etwas, was ich sehr schön auf Prozessen definieren kann. Und wenn der Agent in dem Prozess arbeitet, dann habe ich den quasi mit einem Aufwasch gerade mitgemacht sozusagen, ne? Dann ist es eigentlich fast egal, welche Technologie ich benutze. Also das ist eigentlich das Schöne, dass ich dann sag mal, diese Kennzahlen vielleicht gar nicht auf den Agenten, sondern auf den Prozess anwende, in dem der Agent arbeitet. Und das macht es mir viel einfacher, weil so Kennzahlensysteme, das gibt es einfach schon. Ne? Das muss ich ja auch nicht neu erfinden. Und das ist eine schöne Art und Weise, dort mit dieser Technologie auch zurechtzukommen, weil, um auf das Thema künstliche Intelligenz zurückzukommen, diese Modelle, die tun ja immer was. Die laufen ja eigentlich typischerweise auf keinen Fehler. Man kennt das ja, wenn ich ChatGPT frage, der sagt ja nie, weiß ich nicht. Sondern zur Not erfindet der was. Ja, das hat auf der IT-Seite so ein bisschen das Problem, der macht immer irgendwas, aber ob das sinnvoll ist, das ist halt die zweite Frage. Das sehe ich dann an der KPI, weil wenn ich dann irgendwie zwar schnell ein Angebot rausschicke, aber der Kunde sagt, das hat aber mit dem, was ich haben wollte, gar nichts zu tun, dann weiß ich, Obacht, hier muss ich vielleicht noch mal drauf schauen. Joseph, du hast jetzt gerade ganz vehement mitgenickt und das möchte ich aufgreifen, um auch schon Richtung Ende noch eine kleine Zusammenfassung mit euch zu finden. Ich würde dich gerne noch mal fragen, was würdest du uns vielleicht auch zum Abschluss mitbringen aus dem, was wir besprochen haben, unserem kleinen Einblick? Was sind die wichtigsten Punkte für Entscheider, die sie bedenken sollten, warum es sich vielleicht auch lohnt? Ähm, ja, danke für die Frage. Ja, ich habe vehement mitgenickt, das kann ich gut, ne? Ne, aber, also, wenn man sich auch, Zahlen anguckt, ne, also, das ist tatsächlich, in Richtung, Schlussfolgerung für heute. Ähm
Es sind sehr viele Unternehmen, die sich mit dem Thema KI und KI-Agenten beschäftigen. Ne? Wenn man jetzt bei Gartner guckt, was für Zahlen da rauskommen. Also in diesem Jahr werden 80% der Unternehmen im Prinzip schon mal mit AI getestet haben. Viele machen sich natürlich Sorgen. Zeitgleich, man sieht ja auch Studien von Gartner, dass eigentlich die Benefits, also die Vorteile eigentlich wirklich wesentlich größer sind als die Risiken. Aber um diese Benefits, um diesen Vorteilen dann zu erreichen, muss man wirklich, wie wir heute besprochen haben, das ganze Thema KI aus der Unternehmensstrategie und aus der Geschäftsprozesse anschauen, wirklich überlegen, was wollen wir mit den KI-Agenten erreichen, warum setzen wir diese ein, wie messen wir den Erfolg von dem Unternehmen und somit von unseren KI-Agenten in einem bestimmten Geschäftsprozessen. Und dann spricht im Prinzip nichts mehr gegen den Einsatz von KI und KI-Agenten. Das wäre der erste Punkt, ne, so mehr die strategische Seite. Und tatsächlich kann man auch sagen, start small, think big, auch bei KI-Agenten, bei KI insgesamt ist es, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Also wirklich vielleicht sich ein paar Pilotprojekten aussuchen, ein paar Ecken, vielleicht unser Beispiel mit dem Kreditmanagement angucken oder in einem speziellen Bereich im Einkauf, sich Piloten aufzubauen, um auch daraus zu lernen, wie die Organisation darauf reagiert und wie viele Benefits da kommen, aber auch welche Fehler man gemacht hat, damit man das im großen Maße nicht mehr macht. Joseph sagt also Start small, think big. Und Andreas, ich würde auch dich gerne nochmal ja, nach deinen konkreten Schritten für uns mitgeben, die ja, Unternehmen bedenken können, wenn sie sich hin zu KI-Agenten bewegen wollen, als Fazit. Ja, also der Hinweis von Joseph ist sicherlich richtig. Klein starten, um die ersten Schritte zu gehen, das aber in einen, sag mal, gewissen Rahmen setzen, damit man auch weiß, wenn es funktioniert, was mache ich denn als nächstes und wie unterstütze ich denn insgesamt das Unternehmen. Ich denke mal immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Natürlich kann man sich die ganzen Studien anschauen und sagen, oh Gott, jetzt sind alle irgendwie, setzen das ein und dann komme ich ins Hintertreffen. Ja, wir leben aber in einer tatsächlich Welt, die sich schnell verändert, die sich stark verändert und bei der man Chancen ergreifen muss. Und dort muss man tatsächlich überlegen, ist KI für mich eine Chance und wenn ja, an welcher Stelle? Und das ist genau der Punkt, und nämlich an welcher Stelle könnte ich das einsetzen? Dazu brauche ich erstmal Wissen. Das heißt, der Aufbau von Wissen innerhalb des Unternehmens über künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ein relativ strategischer Punkt und wichtiger Punkt. Und man muss leider sagen, auch tatsächlich für eine gewisse Management-Ebene, die muss gewisse Grundzüge der künstlichen Intelligenz zumindest mal, sag mal, grob verstanden haben, um es in die Überlegungen mit beiziehen zu können. Da geht es nicht um Details, aber es geht schon darum zu verstehen, was die Möglichkeiten sind, die mit dieser strategische Rahmen tatsächlich existiert, weil es gibt auch tatsächlich Projekte, es gibt auch Unternehmen, die sagen, ich habe die ersten Piloten gemacht, die waren auch ganz okay, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich jetzt weitermachen soll, und das muss man sich insgesamt überlegen, und da braucht man tatsächlich Unternehmenslenker, tatsächlich gewisse Visionen, wo es hingehen soll. Ich möchte nicht so weit gehen, dass jetzt jedes Unternehmen sich ein völlig neues Geschäftsmodell überlegen muss oder sagen muss, oh, jetzt morgen mache ich mein Geschäft völlig anders. Nichtsdestotrotz kann es verändern, und man muss als Unternehmen natürlich immer sehen, wie verhält sich der Markt, oder gibt es vielleicht Marktbegleiter, die ihr Geschäftsmodell verändern, und muss sich da in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Also man muss ein paar Dinge gleichzeitig tun, tatsächlich. Das ist aber, denke ich, bei jeder Veränderung so, oder bei jeder sagen wir mal, Marktveränderung, die uns dort in den letzten Jahren begegnet ist. Und ich denke, es braucht vor allen Dingen auch eben die richtigen Ansprechpersonen, die einen unterstützen können, die Expertise. Deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam einen Einblick heute wagen konnten in die Welt von Agentic AI. Deswegen vielen Dank an dich, Joseph Blondeau, Dr. Andreas Konz. Ich habe mich gefreut, dass wir es miteinander ja, in dieses Thema reingewagt haben, und ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Wünsche dir auch einen schönen Dankeschön. Tag noch. Vielen Dank. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.